Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu JavaScript mal wieder. Und zwar geht es wieder mal um ECMAScript 6, das heißt die neuesten Features. Und es geht hier weiter mit dem letzten Video sozusagen fast nahtlos. Und zwar mit Generatoren und Yield. Das heißt, wenn ihr das letzte Video nicht gesehen habt, dann klickt ihr auf die Infokarten, klickt auf die JavaScript-Playlist und guckt euch das Video zu Generatoren und Yield an. Und dann könnt ihr wieder hier vorbeigucken, denn ansonsten versteht ihr jetzt wahrscheinlich nur Bahnhof und nicht mehr abfahren. Und das wäre schade. So. Also, ich habe hier im Endeffekt fast alles kopiert aus dem letzten Video, und zwar, ich habe hier einfach mal unseren Generator komplett geleert, da ist gar nichts mehr drin, und dann habe ich hier wieder mal den Generator initialisiert sozusagen und ein Alert gemacht, der einfach nur den nächsten Wert ausgibt. Okay, das ist jetzt relativ Standard, das haben wir letztes Mal schon gesehen. Wir haben jetzt natürlich hier mehrere Möglichkeiten, und ich möchte euch heute jetzt als erstes mal zeigen, wie ihr sehr schnell auch noch Sachen wie Arrays direkt ausgeben könnt oder yielden könnt tatsächlich. Und zwar, man kann natürlich hier auch direkt ein Array yielden, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich kann hier jetzt einfach hergehen und sagen Hello, und ich kann hergehen und sagen World will ich auch ausgeben, und das kann ich jetzt yielden. Klar, funktioniert ohne Probleme. Aber das Problem ist natürlich, hier werden direkt beide Werte mit geyieldet. Ist in manchen Fällen durchaus sinnvoll natürlich, denn ja, manchmal möchte ich halt einfach auch als Return-Wert eine Liste oder ein Array zurückbekommen. Das Problem ist, ich kann, oder was heißt das Problem? Ich kann natürlich jetzt auch hergehen und sagen, ich mache also nehmen wir an, ich möchte jeden Wert einzeln yielden, habe sie aber nur in einer Liste, weil ich irgendwas gemacht habe. Dann kann ich hergehen und kann natürlich mit einer Vorschleife hier durch dieses Array durchgehen und dann jeden Wert einzeln yielden. Aber es gibt noch ein paar Tricks, und genau solche Tricks, dafür ist das heutige Video da, wenn ich hinter das Yield auch ein Sternchen setze, also ein Yield-Stern, dann passiert Folgendes, und das ist ziemlich cool. Erst kommt Hello und dann kommt gar nichts mehr. Klar, natürlich kommt gar nichts mehr, weil ich hier nur einen Wert ausgegeben habe. Ich möchte natürlich zwei Werte ausgegeben haben. Also erst Hello und dann World. Das heißt, das macht das Ganze für euch direkt, ohne dass ihr eine Vorschleife braucht, und übernimmt dafür einige Arbeit natürlich von euch. Also ist es sozusagen eine sehr Kurzschreibweise, einfach ein Buchstaben mehr, um was völlig anderes zu machen und euch viel Arbeit zu ersparen. Das ist das Erste, was ich euch zeigen wollte. Sehr, sehr praktisch und sehr nützlich. Das Zweite ist, ihr könnt auch noch mehr vereinfachen. Ihr könnt auch hier eine Vorschleife nutzen, um dieses Yield auszuführen, also um quasi das Ganze hier auszuführen. Und das ist sehr, sehr geil. Ihr könnt nämlich hierher gehen und nicht var gen gleich foo schreiben, sondern ihr könnt hier einfach hergehen und sagen for, und dann nehmen wir let i einfach mal wieder, warum eigentlich nicht? Let i of foo, Achtung, die Klammern brauchen wir hier, die dürft ihr nicht vergessen, die beiden, das wäre fatal. Let i of foo, und dann sagen wir hier einfach mal window.alert. Achtung, nur i, ihr braucht hier kein next, ihr braucht hier kein value, sondern ihr habt einfach nur hier let i of foo und dann window alert i. Und was das i jetzt macht, oder was diese Vorschleife jetzt macht, ist Folgendes: Es geht hier einfach durch jeden Wert durch, der hier geyieldet wird, also egal wie viele es sind. Wenn es unendlich viele sind, dann hört eure Vorschleife niemals auf. Es geht einfach durch jeden Wert durch und verarbeitet den dann hier drin. Das ist auch sehr cool, da müsst ihr diesen Umweg nicht gehen. Und ja, ist natürlich deutlich angenehmer, als hier dieses dann noch abfragen zu müssen irgendwie. Und ja, sozusagen die Kurzschreibweise hierfür. Das heißt, heute wirklich sehr viele Kurzschreibweisen, erstmal zumindest. Gleich haben wir noch ein bisschen mehr. Ihr könnt nämlich hier natürlich einem Generator auch Informationen mitliefern, also zum Beispiel, wie viele Werte er produzieren soll, oder generell einfach, keine Ahnung, Namen oder sonst irgendwas. Name jetzt einfach mal hier, und dann können wir hier natürlich sagen, okay, wir berechnen anhand des Namens if name gleich Homer, Yield Spider-Pig. Okay. So, also solche Sachen kann man natürlich auch machen, und da muss ich jetzt aber natürlich hier irgendwie auch den Namen angeben. Das heißt, ich kann hier erstmal natürlich Homer angeben und kann später natürlich auch noch andere Sachen angeben, die ich halten möchte. Und ja, wir sehen jetzt, hier wird erstmal Spider-Pig ausgegeben, dann Hello und dann World. Das heißt, es wird sogar automatisch mitgeliefert. Ihr könnt hier einfach ganz normal mit Argumenten arbeiten, wie ihr es auch sonst immer macht. Klar, und die können auch geyieldet werden, wenn ihr das wollt. Also ich kann hier auch direkt den Namen yielden. Geht natürlich alles.
Das ist absolut klar. Das heißt, wir geben jetzt hier Home aus, dann Hello und dann World. Also solche Sachen sind alle durchaus möglich. Was ich allerdings persönlich euch noch sehr gerne mehr zeigen würde, ist Folgendes. Und zwar, ihr könnt hier Yield auch als gleichzeitig als Variablendefinition benutzen. Das bedeutet, ihr könnt hier sagen, okay, dieses Yield schreibt auch gleichzeitig eine neue Variable. Das heißt, wir können jetzt hierher gehen und können sagen, ich will das hier nochmal in eine Variable reinspeichern, also var, und dann nehmen wir jetzt einfach mal x ist gleich Yield Name. So, was jetzt passiert, ist erstmal interessant. Wir wollen allerdings hier unten jetzt vorher noch, ich mache mal das Yield Stern hier weg, das brauchen wir jetzt gerade nicht so dringend. Wir wollen jetzt allerdings hier noch Yield X nochmal ausgeben und dann schauen wir uns an, was hier passiert. So, also Achtung, erst wird Homer ausgegeben und jetzt wird, das ist in dieser Zeile hier drin wird jetzt auch diese Variable X gesetzt. Und was X ist, sehen wir jetzt, nämlich undefined. Und das ist sozusagen Next Level Parameter hier für diese Funktion. Es gibt nämlich nicht nur den Namen jetzt, sondern den kann man hier leider nicht machen, deswegen muss ich das auch wieder rausmachen, sondern wir haben hier wieder einen Generator und deswegen ist die Schreibweise eigentlich die Standardschreibweise. Var again gleich foo. Und jetzt gehen wir her und wollen wieder ein Window.alert. Und zwar, was wollen wir haben? Naja, gen.next, Klammer, Value. So, und die Zeile duplizieren wir direkt mal. Okay, und jetzt kann ich hier reingehen und sagen, hey, ich möchte gerne mehr mitgeben. Also Achtung, ich gehe nochmal ganz kurz von vorne durch. Wobei, ich lasse jetzt mal den Namen hier raus, den brauchen wir hier nicht mehr. Wir kennen ja jetzt den Weg sozusagen, den das ganze Ding nimmt. Und zwar, wenn ich jetzt hier reingehe, also erstmal generiere ich diesen Generator mit foo. Dann haben wir das hier ausgeführt und stoppen hier sozusagen. Und bei dem nächsten Aufruf von dem Next.Value geben wir dieses Yield aus. So, und hier hinten dran stoppen wir wieder, direkt an dem Semikolon sozusagen. Und wenn jetzt das Next nochmal aufgerufen wird, dann läuft die Funktion weiter. Und das, was man der Funktion Next dann als Parameter mitgibt, das wird hier reingeschrieben. Und deswegen war das natürlich auch undefined, weil wir hier einfach nichts eingegeben hatten. Wenn ich jetzt ausführe, ist es natürlich auch undefined. Wenn ich jetzt allerdings hergehe und sage, hey, ich stopfe hier unten 2 mit rein und gebe hier von mir aus x plus 1 aus, damit man auch sieht, dass man da irgendwas berechnen kann, auch mit diesem Wert. Dann sieht man das und das ist ziemlich cool. Na, komm schon. Hier erstmal, erstmal 3 und gut, wir haben Namen nicht gesetzt. Hello. Okay, machen wir es nochmal. Erstmal Hello ausgegeben und dann wird 3 ausgegeben, wobei 3 natürlich 2 plus 1 ist. Und das heißt, hier wird, sobald diese Ausführung weiterlaufen gelassen wird, kann man hier einen neuen Parameter mitgeben und kann hier sagen, hey, hiermit kannst du weiterrechnen. Und das ist natürlich sehr, sehr mächtig, denn ich kann jetzt hier zwischendrin auch mit meinem x machen, was ich möchte. X ist gleich x plus 5 oder sowas. Irgendwas halt berechnen und dann kann ich es am Ende wieder ausgeben oder auch nicht ausgeben. Das heißt, man hat sozusagen einen Generator, der auch noch mit Parametern klarkommt, die nicht nur hier oben als Parameter reinkommen, sondern die auch einfach zur Laufzeit von diesem Generator immer wieder benutzt werden können. Nachteil ist natürlich, dass man hier diese For-Off-Schleife nicht so einfach benutzen kann, sondern man muss wirklich hier mit dem Gen.next arbeiten. Okay, aber auf jeden Fall coole Features, die man noch zu Generatoren vielleicht kennen sollte, das ein oder andere zumindest. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.